Schütze dich vor Sturm und Wind und Deutschen, die in Dubai sind. So oder ähnlich könnte man die Erfahrung umschreiben, die viele Deutsche in Dubai machen. Und genau damit wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn auch du planst, nach Dubai umzuziehen oder mit dem Gedanken spielst, dann lade ich dich ein zu unserem Seminar Auswandern nach Dubai. 5 Tage, wo wir ein intensives Seminarprogramm gemeinsam bearbeiten werden und uns mit vielen Fragen rund um das Thema Auswandern nach Dubai und Steuern beschäftigen werden. Nicht nur Steuern in Dubai, sondern natürlich auch Steuern in Deutschland, wie Wegzugsteuer, erweitert beschränkte Steuerpflicht, Entstrickungsbesteuerung etc. pp. Neben diesem intensiven Seminarprogramm werden wir dann auch Dubai hautnah erleben, von der Wüstensafari bis zur Immobilienbesichtigung, und wir werden außerdem auch eine Reise nach Abu Dhabi machen. Wenn du also planst, nach Dubai umzuziehen, vielleicht schon Ende diesen Jahres oder nächstes Jahr, dann ist das die ideale Gelegenheit für dich, Dubai einmal richtig kennenzulernen, alle steuerlichen Fragen rund um diesen Themenkomplex ein für alle Mal beantwortet zu haben und dann auch selbst konkrete Pläne zu schmieden. Nicht zu unterschätzen darf man natürlich auch die Networking-Effekte. Bei allen unseren Events und Seminaren ist einer der größten Vorteile, dass du Gleichgesinnte kennenlernst. Also Menschen, die genauso denken wie du, die sich auch Sorgen machen, dass es in Deutschland und Europa passiert, wo du keine Maske aufziehen musst. Und ich meine jetzt keine Corona-Maske, sondern eine Maske, wo du letztlich deine Meinung nicht sagen darfst, wo du Gleichgesinnte triffst. Leistungsträger, die ebenfalls ein Leben im Ausland planen. Also wenn das etwas für dich ist, dann schau dir jetzt die weiteren Informationen zu dieser Reise, zu diesem Seminar auf unserer Webseite an. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Nun aber zurück zum Thema. Ja, es gibt ja diesen allgemeinen Spruch, der heißt, fürchte dich vor Sturm und Wind und Deutschen, die im Ausland sind. Und ich habe den jetzt eben umgewandelt auf Dubai, und das beschreibt so tatsächlich die Erfahrung, die viele Auswanderer machen, die nach Dubai umziehen. Sie werden nämlich dort vielfach von ihren eigenen Landsleuten veräppelt, verarscht und betrogen. Traurig, aber wahr. Das liegt natürlich daran, dass Dubai viele Glücksritter anzieht. Nicht nur Deutsche, sondern natürlich Glücksritter aller Nationen. Aber anders als zum Beispiel die Briten, die ja auch in großer Anzahl in Dubai sind, haben die Deutschen natürlich doch ein bisschen Probleme noch mit dem Englischen und sind daher nicht so gut connected, beziehungsweise haben es vielleicht ein bisschen schwierig, sich dort zurechtzufinden, und bevorzugen daher Kontakte mit den eigenen Landsleuten und vertrauen deshalb auch eher den eigenen Landsleuten als jetzt irgendwelchen Ausländern, sagen wir es mal so. Das ist nicht nur in Dubai ein Problem. Wir sehen das überall auf der Welt bei unseren Mandanten, zum Beispiel auch in Paraguay. Auch in Paraguay sind sehr viele Deutsche von anderen Deutschen hier komplett betrogen worden, hinters Licht geführt worden und haben zum Teil sehr große finanzielle und persönliche Verluste hinnehmen müssen. In Dubai wird es aber nochmal besonders extrem, weil man ja immer so auf Social Media hört, ja, Dubai, das ist so der Networking-Ort, da triffst du Milliardäre. Ich habe mal bei irgendeinem auf der Webseite gelesen, ich bin in Dubai ins Restaurant gegangen, das war auch ein Deutscher, der das geschrieben hat, und dann saß ich dort neben einem Milliardär. Eine ziemlich absurde Situation, wenn man sich das mal wirklich vorstellt. Wie soll man denn tatsächlich feststellen können, dass der neben einem sitzt, hier Milliardär ist oder nicht? Ich meine, stellt er sich vielleicht einfach vor, steht beim Abendessen auf und sagt, hier, hallo, ich bin der Milliardär, geht's dir gut, reden wir mal über meine Milliarden. Also eine schon an sich abstruse Situation natürlich, aber das sind so die Erwartungshaltungen, die die Leute haben, die nach Dubai kommen. An jeder Ecke gibt es wohl eine Opportunity, eine Möglichkeit, richtig Geld zu verdienen. Da gibt's Milliardäre und Reiche, die laden dich ein, die bieten dir hier zig Möglichkeiten. Und wenn man diese Naivität natürlich hat, dann fällt man relativ leicht auf Betrüger hinein. Ich kann dir ein paar Beispiele einmal erzählen, die mir persönlich bekannt sind von Mandanten. Ein Mandant, der nach Dubai ausgewandert ist, der dort als IT-Freelancer gearbeitet hat, von Dubai aus für deutsche Kunden, also wirklich ein gutes Einkommen hat, muss man sagen, wirklich gut situiert ist. Er hat irgendwo einen anderen Deutschen getroffen, vielleicht im Fitnessstudio oder in irgendeiner Kneipe, und dieser Deutsche hat ihm dann gesagt, naja, ich baue hier gerade ein Business auf, ich sammle dafür Investments ein, es geht um den Gesundheitsbereich, alles sehr vielversprechend, ganz tolle Zahlen, riesige Renditen versprochen und so weiter. Und Gott sei Dank hat der Mandant dann mit mir gesprochen. Er kannte ja meine Haltung zu diesem Thema, und ich hatte ihm schon vorher gesagt, er muss dort extrem vorsichtig sein in Dubai,
dass er nicht auf Betrüger hineinfällt. Er hat mir die Daten dieser Person dann einmal gegeben, den Namen, und ich habe dann durch intensive Recherche, die eine meiner Mitarbeiter hier durchgeführt hat, herausbekommen, dass der in Dubai schon mal unter falschem Namen auftritt, dass der in Deutschland Insolvenz gegangen ist, dass sogar in Deutschland der Vorwurf der Insolvenzverschleppung im Raum steht, möglicherweise Insolvenzstraftatsbestände, und der hat sich dann einfach abgesetzt nach Dubai, mehr oder weniger, so schien es mir jedenfalls aus dem Kontext, ist dann mit dem Mädchennamen der Mutter aufgetreten in Dubai und hat dort einfach weitergemacht und weitere Gelder eingesammelt. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ich kenne ein anderes Beispiel von einem dubiosen Berater, der dort Kapital verspricht in Dubai, der angeblich in Harvard studiert hat. Meiner Meinung nach hat er einen 6-wöchigen Online-Kurs bei Harvard gemacht, den man dort für relativ wenig Geld bekommen kann. Ich habe mir nämlich auch den Rest seiner Vita angeschaut und was dort so drin steht und wie er auftritt, wie sein Marketing ist und so weiter und so fort. Das ist alles höchst zweifelhaft. Ich habe ja davon auch schon mal ein Video gemacht. Da genau das Gleiche, ein unseriöses Angebot, alles so auf Hochglanz herauspoliert, nicht sehr authentisch. Und wenn man das Ganze mal auf Herz und Nieren überprüft, dann sieht man, dass es eigentlich nur Fassade ist. So, das sind jetzt einfach mal nur 2 Beispiele, aber es gibt tatsächlich unzählige andere. Das heißt, mein Tipp im Grunde genommen an dich ist, was Dubai anbelangt, gehe nicht nach Dubai, weil du hier auf Deals scharf bist. Geh nach Dubai, weil du finanziell solide dastehst, weil du vielleicht ein Business hast, weil du vielleicht Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz hast oder vielleicht auch weltweit, oder weil du Kapital hast, weil du eine Geschäftsidee selbst aufbauen willst. Sei sehr vorsichtig, wenn es um Geschäftspartner in Dubai geht. Natürlich Leute, die du persönlich kennst, die nach Dubai umgezogen sind, das ist natürlich etwas anderes. Aber sei extrem vorsichtig bei Menschen, die du dort triffst, deren Hintergrund du nicht kennst, wo alles zu gut klingt, als wirklich wahr zu sein. Ich würde sagen, konzentriere dich auf dich selbst, auf die Leute, die du kennst, auf deine Familie, baue da in aller Ruhe dein Business auf. Natürlich stell Mitarbeiter ein, das ist ja was völlig anderes, aber verlasse dich nicht auf irgendwelche Geschäftspartner, die du nicht kennst, denn meiner Meinung nach ist das Risiko gerade in Dubai extrem groß, dort auf die Schnauze zu fallen. Ich würde gerade nicht wegen dem Network nach Dubai gehen. Ich würde dorthin gehen, weil es steuerlich sehr attraktiv ist, weil es eine super Lebensqualität ist, weil es zum Beispiel für deine Familie gute Schulen gibt, weil es aus geopolitischer Sicht sicher ist, weil man rauskommt aus dem ganzen deutschen System. Deswegen würde ich nach Dubai gehen, weil du außerhalb der EU bist und da man natürlich extrem viel Freiheit hat, dort ein Business aufzubauen und zu gestalten. Man hat natürlich in anderer Hinsicht keine Freiheit. Es gibt keine Meinungsfreiheit. Das muss man ganz klar sagen. Es ist eine absolutistische Monarchie. Wenn du hier Dinge sagst, die den Herrschenden nicht passen, dann wirst du möglicherweise ein Problem bekommen. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn du Dinge tust, die den Herrschenden nicht passen. Aber Hand aufs Herz, für die meisten Deutschen, die in Dubai sind, ist das eigentlich kein Problem. Aber das muss man natürlich wissen. Jedenfalls, was das Business anbelangt, kannst du dich dort entfalten, wie wahrscheinlich in keinem anderen Land, wie an keinem anderen Standort, in keiner anderen Metropole der Welt. Aber geh nach Dubai, bring dein Network mit, sozusagen pflege dein Network außerhalb Dubais weiter und mach da nur sehr kleine Schritte, wenn es um Networking in Dubai geht. Nimm natürlich auf jeden Fall an Events und so weiter teil, wenn du das gerne tust. Aber fühle dich jetzt nicht verpflichtet und unter Druck gesetzt, hier bei irgendwelchen Deals mit einzusteigen, die möglicherweise fadenscheinig sind. Es ist ja so ein bisschen das Problem, da gibt es dann so einen Gruppenzwang. Ich erlebe das immer wieder mit Mandanten, die sagen dann, naja, der hat mir erzählt, der hat da schon investiert und er hat investiert und das klingt ja alles so gut und deswegen habe ich jetzt das Gefühl gehabt, ich musste auch investieren, denn ich will ja auch in der Gruppe hier nicht als Loser dastehen. Wir sehen ja alle diese großen Dollarzeichen in unseren Augen, da kann man riesig Geld verdienen, hat man uns gesagt und so. Sehr, sehr vorsichtig würde ich bezüglich solcher Einladungen an deiner Stelle sein. Ich würde dein konservatives Denken, was du als Unternehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit nach Dubai genommen hast, so weiter fortführen und mich hier nicht in Versuchung führen lassen von angeblich lukrativen Angeboten. Die Chance, dass du auf die Schnauze fällst, sind extrem groß und dass du extrem viel Geld verlierst, auch. Und es soll eben auch schon vorgekommen sein in Dubai, dass bei einem solchen Deal, der dann schlecht ausgegangen ist und du vielleicht dein Geld zurück wolltest, du vielleicht per Anwalt gegen deinen angeblich so seriösen Geschäftspartner vorgegangen bist, dass dieser Geschäftspartner dich dann bei den Behörden in Dubai wegen Betrug
angeklagt hat und du dann erstmal in den Knast wanderst in Dubai, bis diese Vorwürfe geklärt sind. Denn wie gesagt, in Dubai, da kennt man kein Pardon, da ist man nicht zimperlich und wenn man hier die richtigen Connections hat und angeschwärzt wird, dann hat das möglicherweise weitreichende Konsequenzen für dich persönlich. Natürlich kann man ausgehen davon, dass du das Ganze klären kannst, aber dennoch ist es unangenehm. Wer will schon auch nur eine Nacht in einem solchen Gefängnis dort verbringen müssen? Ich muss sagen, unseren Mandanten, die in Dubai leben, und es sind natürlich viele nach Dubai hin umgezogen, die den Rat befolgen, den ich jetzt dir gerade gegeben habe, haben dort keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht. All die schlechten Erfahrungen, von denen ich dir jetzt gerade hier berichtet habe, die Beispiele, das passiert immer nur Personen, die letztlich den gesunden Menschenverstand ausschalten, die sich hier durch den Glanz Dubais in Versuchung führen lassen. Zu Hause in Deutschland, in Europa wäre ihnen das nie passiert. Und da musst du eben charakterstark sein, da musst du widerstandsfähig sein und du darfst dich nicht in Versuchung führen lassen, wie es so schön auch im Vaterunser heißt, und führe uns nicht in Versuchung. Also Augen geradeaus auf dein Ziel zu, konzentriere dich auf dein Business, konzentriere dich auf deine Familie, auf deine geschäftlichen Beziehungen, die du schon etabliert hast, oder bau natürlich auch ein neues Business auf, aber sei extrem vorsichtig, mit wem du dich dort einlässt. Ja, ich hoffe, dich jetzt hier nicht zu sehr natürlich aufgeschreckt zu haben hinsichtlich Dubai, aber es ist eben extrem wichtig, dass man die Realität kennt und nicht in ein Land umzieht, wenn man auch die Schattenseiten dieses Landes nicht kennt. Mir gefallen die Vereinigten Arabischen Emirate extrem gut. Ich finde, man kann dort eine tolle Lebensqualität haben, man kann dort einen steuerfreien Lifestyle aufbauen. Du musst ja nicht für Ewigkeiten da sein, du kannst ja auch einfach nur für ein paar Jahre dort sein, kannst mal Kapital aufbauen und kannst dann wieder irgendwo anders hin oder zurück nach Europa sogar gehen. Aber jetzt in der heutigen Zeit, in der Zeit der geopolitischen Krisen, in der Zeit, wo die Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt wird, der Steuererhöhungen und des EU-Überwachungsstaates, da ist Dubai sicherlich eine sehr gute Wahl, auch wenn Dubai natürlich nicht perfekt ist, das ist ganz klar. Auch Dubai ist durchaus als Überwachungsstaat zu bezeichnen, aber da suche ich mir lieber diesen Überwachungsstaat aus, wo ich die Parameter kenne und lebe nicht in einer Illusion wie der EU, wo mir die Demokratie vorgegaukelt wird, aber in Wirklichkeit bewegen wir uns immer mehr auf einen Zustand der Sowjetunion zu oder auch Chinas. In diesem Sinne, es würde mich freuen, dich bei einem unserer Seminare in Dubai kennenzulernen. Ansonsten natürlich auch gerne ein Beratungsgespräch buchen. Details zu beidem in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Vorhaben zu unterstützen. Steuerliche Optimierung im Ausland, Auswandern, Firmengründung im Ausland, zweite Staatsbürgerschaften, Plan B, Vermögen vor dem Zugriff des Staates schützen und neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.